eingeladen worden von Daniel hier an dieses Gewässer. Ich kenne das Gewässer selber überhaupt nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine Brasse. Uns erwartet hier Angeln in den Büschen vor Totholz an relativ steil abfallenden Kanten. Wir dürfen auf der einen Seite nicht zu weit vom Holz weg angeln, weil wir dann einfach keine Bisse bekommen. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht zu weit am Holz angeln, weil dann die Fische reihenweise ins Holz reinlaufen und wir keine Fische mehr rausbekommen. Hallo und herzlich willkommen an diesem wirklich wunderbaren Frühlingstag heute. Ich bin unterwegs und wurde eingeladen von Daniel an ein kleines Gewässer. Was haben wir vor, Daniel? Ja, wir wollen ein bisschen im Frühjahr angeln, im Flachwasser. Saison geht los, Fische laufen. Fische sollten fressen, ne? Ja, hoffen wir mal, dass wir was fangen. Genau, und jetzt machen wir uns erstmal gemütlich. Machen den Grill an. So sieht's aus. Also, auf geht's. Ja, richtig cool, den ersten Fisch gefangen. Sofort wirklich einen tollen Fisch. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dich und wir freuen uns und sind gespannt, was hier noch passieren wird. Ich habe einen ganz neuen Köder dabei, den wir jetzt neu im Sortiment haben, das ist der Rastafari. Muss ich sagen, auf den Köder bin ich auch ganz klar ein bisschen stolz. Ich habe ganz lange an diesem Köder gearbeitet. Ich habe den Köder bestimmt über 1,5 Jahre entwickelt. Es war wichtig, es war ein ganz wichtiger Aspekt, einen Köder zu bekommen, der zum einen wirklich ein gutes Aroma hat und der wirklich auch einen guten Geschmack hat. Ich habe in der Testphase extrem gut mit Rastafari gefangen. Ich habe dieses Frühjahr schon bereits mit Rastafari sehr gute Erfolge gehabt und das war jetzt eigentlich nur eine Sache der Logik, dass ich diesen Köder auch hier mithaben werde. So, das hier ist meine Futtermischung, die zum Einsatz kommt bei der Frühjahrsangelei und bei der Frühsommerangelei. Immer in den flachen Uferbereichen. Aktives Futter, wirklich ein ganz, ganz schnelles Futter, was die Fische schnell zum Hakenköder locken soll. Wir haben keine Futterplätze präpariert über einen längeren Zeitraum, sondern wir sind einfach angeln gefahren. Die Frage ist, was setze ich jetzt ein? Zum einen eine Trockenfuttermischung aus dem Stippanglerbereich, das ist von Browning, Halibut Barbecue. Mit Fischmehlbasiertem Futter macht man nichts verkehrt. Karpfen mögen Fischmehle sehr gerne. Zum anderen habe ich da drin Partikel, das sind Tigernüsse. Die bringen Fettanteil mit, das sind Erbsen, die bringen Eiweiße mit und das ist Weizen, der bringt Kohlenhydrate mit. Dann kommt in das Futter mit rein Boilies, und zwar 16 mm Boilies, extra bisschen kleinere Boilies, die insgesamt bei 1 Kilo Boilie-Menge eine größere Oberfläche haben, als wenn ich 20 mm oder 24 mm Boilies verwenden würde. Dann sind noch in dem Futter mit drin Fischpellets, und zwar in dem Fall Red Shrimp Pellets in der Größe von 8 mm, von 16 mm und 20 mm. Fischpellets bringen viel Proteine mit, Fischpellets bringen außerdem hohen Ölanteil mit und Karpfen mögen die einfach extrem gerne. Sie locken sehr schnell, sie werden weich, Aromastoffe diffundieren aus und Karpfen werden damit auch schnell auf den Futterplatz gelockt. Ihr seht wirklich eine hochaktive Futtermischung, mit der wir hier arbeiten. Und ja, damit hat es schon geklappt und damit wird es auch hoffentlich noch weiter klappen. Und ich gehe jetzt los und fütter. So ihr Lieben, es geht los. Die Route wird gefahren zu den Büschen auf der anderen Seite, ins Flachwasser. Gleichzeitig gucke ich auch ein bisschen, ob die Karpfen drüben sind und da patrouillieren. Und dann lege ich die Route ganz flach ab auf maximal 1,50 m. Jetzt geht's los.
So, der ganze See hat eine relativ monotone Struktur. Ich bin jetzt hier auf einer Wassertiefe von ungefähr 5 Metern. Links ist der Bereich, wo ich jetzt reinfahre. Hier haben wir eine ganz kleine Flachwasserzone und vor allen Dingen überhängende Büsche. Unter diesen Büschen ziehen die Fische halt her, da finden die Schutz und zum anderen halt auch Nahrung, weil immer mal wieder was von diesen Büschen runterfällt. Beim Ablegen achte ich immer darauf, dass ich den Platz sehen kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel vor mir gerade einen ganz großen, freigefressenen hellen Fleck. Der ist krautfrei, da liegen auch keine großen Steine und genau sowas ist ein guter Punkt. Da haben die Fische zum einen erst vor kurzem gefressen, die werden also sicher wiederkommen. Und zum Zweiten kann ich da meine Montage einfach total sauber drauf präsentieren. Ich kann die Montage wirklich vom Boot aus hier sehen. Und was hier auffällt, dass das ganze Wasser angetrübt ist. Auf meinem Ufer und auf der Seemitte ist das Wasser viel, viel klarer, ist das Wasser angetrübt und auch das ist ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass die Fische erst vor kurzem hier waren und wahrscheinlich unten in den Büschen, ihr seht hier im Hintergrund, in den Büschen unten drunter her patrouillieren. Und hier kommt jetzt Futter hin und hier hole ich mir den nächsten Fisch gleich ab. So, bei der Montage bin ich wirklich ein bisschen pingelig, da achte ich wirklich ganz exakt drauf, dass die wirklich sauber liegt. Jetzt konnte ich sie gerade nicht ganz genau sehen. Dann bringe ich das Boot lieber noch mal in Position und lege die Montage wirklich ganz sauber ab. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen guten Angelplatz hat und das Futter gefressen wird und die Montage nicht ordentlich liegt. Und man dann dadurch eben keinen Fisch fängt. Das ist dann wirklich total ärgerlich. Da hat man eigentlich alles richtig gemacht, aber war im Endeffekt zum Schluss dann nicht erfolgreich. So, jetzt kommen noch mal 3 Hand Futter auf den Köder. Und dann ist Abfahrt angesagt. Es geht zurück zum Angelplatz. So ist das richtig. Der eine fährt die Route und der nächste ist schon wieder am Drillen. Läuft, ne? Ja. Ja, Fisch im Kescher. Ja, gucken wir mal, wie groß er ist. Haken ihn mal ab. So, das ist der schöne Schuppi aus dem Drill gerade. Wir gucken jetzt, ob wir noch einen fangen, machen die Route wieder startklar und gucken, was der Tag noch bringt. Also es hat im Prinzip unsere Strategie völlig funktioniert. Unsere Rigs haben gearbeitet, unser Futter hat super gearbeitet und wir haben uns auch das, was wir uns überlegt haben, das war auf den Punkt. Ja, ihr Lieben, wir angeln auf unserem Frühlingstrip jetzt hier die Fische wirklich dort an, wo sie sich aufhalten. Und das ist halt hier vor allen Dingen in den Bereichen, wo wir die überhängenden Büsche haben. Und da muss man schon mit ziemlich geschlossenen Rollen arbeiten. Das heißt, der Fisch darf keinen Meter Schnur bekommen, damit man eben alle Fische auch wirklich sicher aus dem Holz rausbekommt und die Fische landen kann. Und deswegen die ganz bewusste Wahl, zum einen für eine große Rolle, das ist jetzt hier die SLO mit einer 4,5 cm Spule, die halt eine hohe Übersetzung hat. Damit kann ich relativ schnell meine Schnur einholen. Und zum Zweiten, und das ist noch viel wichtiger, ich verwende eine geflochtene Schnur. Die geflochtene Schnur hat halt keine Dehnung und damit kann der Fisch auch über die Dehnung der Schnur nicht ins Holz reinflüchten und ich kann die Fische wirklich alle komplett sicher landen. Was ich verwende, ist allerdings ein bisschen Schlagschnur, und zwar in der Stärke von einem halben Millimeter, also 0,5 Millimeter. Das ist jetzt hier gleichzeitig auch noch eine Fluorocarbon-Schnur. Wir haben relativ klares Wasser, wir angeln bei bestem Wetter aktuell, das heißt die Sichttiefen sind sehr hoch und wir angeln auf sehr flachen Plätzen und da macht Fluorocarbon dann Sinn, weil es halt die Fische nicht so gut wahrnehmen können. Meine Bremse ist übrigens von der Rolle wirklich, wenn ich jetzt ziehe, ihr seht das, die ist geschlossen, die ist wirklich zu, da kriege ich nur mit ganz viel Kraft wirklich Schnur runtergezogen und die Rute ist im hinteren Bereich nochmal mit einem Gummiband gesichert, dass der Fisch die nicht vom Bankstick runterziehen kann. Beim Biss geht das schnell, wird das einfach gelöst und ich kann die Rute aufnehmen und sofort 2-3 Meter nach hinten laufen und dann den Fisch vom Holz fernhalten und sicher landen. Genau, das ist ja, mein Setup, mit dem ich hier im Frühling direkt vom Holz angel, da wo die Fische sind.
So. Ja, der Daniel hat ja schon ein paar Fische heute tatsächlich haken können. Ich habe jetzt auch den ersten Fisch gehakt. Ja, wie es bei mir halt so ist. Ich habe wieder richtig Glück. Es wird eine Brasse sein. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine Brasse. Wunderbar. Direkt am Zielfisch vorbeigeangelt. Zack. Selber abgehakt. Glück gehabt. Und gebissen hat der Fisch, zeige ich es euch mal eben, auf einen kleinen Pop-Up in der Größe von 15 mm. Gerade im Frühling angle ich ganz gerne mit kleinen Ködern, aber da ist halt die Gefahr auch immer relativ groß, dass man noch mal eine Brasse hakt. Aber wenn es so klappt wie hier, dass die sich eigenständig abhaken, ist ja alles gut. So, Rute rausbringen, wir wollen Karpfen fangen. So, da haben wir einen, das ist definitiv ein Karpfen diesmal. Die Montage habe ich direkt abgelegt von einem Busch. Und ja, da ist halt immer das Problem, man weiß nie genau, was unter dem Busch drunter liegt. Und damit der Fisch nicht irgendwo wirklich tief ins Holz reinziehen kann, habe ich die Rute nicht direkt ans Ufer gestellt. Mein Zelt steht ungefähr 10, 15 Meter von der Rute entfernt, sondern ein paar Meter hoch. Ich habe die Schnur dann gerade runtergestrafft über den Hügel, der leicht abfällt. Das erste, was ich gemacht habe, als ich die Rute in der Hand hatte, war, ich bin 3, 4 Meter zurückgelaufen. Das ist wirklich absolute Hook-and-Holding-Angelei. Und was man machen muss, ist sofort den Fisch aus dem Holz wegziehen, wenn der 2, 3 Meter raus ist. Dann ist das ganz oft der Fall, dass die Fische dann in den offenen Seeteil reingehen und da hat man Zeit. Und die habe ich gerade. Und jetzt muss ich nur noch sicher landen. Hier sieht man es ganz gut. Unten drunter habe ich die rote Salsa von uns. Und obendrauf eine helle Schnur. Das ist eine 50er Schlagschnur, die ich jetzt hier verwende. Eben genau wegen dem Holz. Auf dem Holz sitzen auch schon mal Dreikantmuscheln drauf und die sind halt wirklich scharf. So, da ist er. Abklatscht mit Olli, unserem Kameramann. So, ihr seht hier, ich mache ihn einmal ab. Der Fisch hat gebissen auf einen ganz grünen Boilie, auf einen neongrünen Boilie. Und zwar in dem Fall ein Rastafari, also mit einem klassischen Aroma von Buttersäure. Und das ist wirklich gut. Da habe ich dieses Jahr schon einige Fische mitgefangen. Jetzt hat auch diesen tollen Fisch hier an dem See. Ja, so, letzte Route. Ja. Jetzt geht's nach Hause. Dann geht's nach Hause, genau. Erstmal ganz herzlichen Dank an dich für die Einladung. Es hat wirklich hier richtig Bock gemacht zu angeln. Ja, auf jeden Fall. Genau, wir düsen jetzt nach Hause. Ja. Ich sage nochmal Danke. Kein Problem. Und ja, in ein paar Tagen geht es für uns schon weiter. Jetzt heißt es erstmal 2, 3 Tage Sachen richten zu Hause, ne? Ja. Und dann geht's wieder los. Dann sind wir wieder auf Achse.